Wir konzentrieren uns auf die 5 Zeiten, die du wirklich brauchst. Okay, packen wir's an. Das Skript startet mit einer Beobachtung, die du vielleicht kennst. Viele Lernende fühlen sich unsicher, wann welche Zeitform die richtige ist. Absolut. Man lernt die Regeln, klar. Aber die Anwendung im echten Gespräch, das ist oft was anderes. Wir gehen das jetzt mal systematisch durch, damit du dich da sicherer fühlst. Genau. Und der Ansatz im Material ist sehr praxisorientiert. Das gefällt mir. Es geht weniger darum, jetzt abstrakte Grammatikregeln zu pauken, sondern eher ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Zeiten im Alltag wirklich verwendet werden. Ja. Wir filtern jetzt gemeinsam das Wesentliche aus diesem Skript heraus, damit du souverän über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft sprechen kannst. Super. Fangen wir mit der Zeit an, die im Skript als der beste Freund im Alltag bezeichnet wird. Das Präsens. Das Präsens. Das ist ja die Grundform, die man zuerst lernt. Aber wofür wird sie denn konkret alles eingesetzt, laut diesem Leitfaden? Also natürlich, wie der Name schon sagt, für die Gegenwart. Alles, was jetzt gerade passiert oder immer gilt. Klar, ich lerne Deutsch oder die Sonne scheint. Das ist die Basis. Genau. Aber, und das ist ein ganz zentraler Punkt, der hier gemacht wird, das Präsens schnappt sich auch einen großen Teil der Zukunft, besonders im gesprochenen Deutsch. Moment, das Präsens für die Zukunft. Das klingt erstmal, ja, widersprüchlich. Ich kenne das zwar aus Gesprächen, aber warum ist das so? Hm. Das Skript gibt Beispiele wie morgen gehe ich ins Kino. Das ist ja eindeutig Zukunft. Gibt es da eine Erklärung, warum man nicht einfach die Zukunftsform nimmt? Ja. Die Erklärung ist eigentlich ganz pragmatisch. Es ist einfacher und klingt oft natürlicher. Halt. Okay. Wenn der Kontext klar macht, dass es um die Zukunft geht, eben durch Wörter wie morgen, nächste Woche, bald, dann ist eine extra Zukunftsform oft, überflüssig. Ah ja. Das Präsens ist da sehr effizient. Stell dir vor, du müsstest ständig „ich werde“ sagen. Das würde Gespräche unnötig aufblähen. Es wird als direkter und alltagstauglicher beschrieben. Verstehe. Das ist also eine Art sprachliche Ökonomie sozusagen. Genau. Das Präsens ist ein Multitasker. Gut zu wissen, dass das nicht nur umgangssprachlich ist, sondern wirklich Standard im gesprochenen Deutsch. Absolut. Es ist die meistgenutzte Zeitform, eben weil sie so flexibel ist. Das ist ein erster wichtiger Punkt, den man sich merken kann. Präsens deckt Gegenwart und sehr oft auch die Zukunft ab. Okay, das Präsens als Arbeitspferd haben wir verstanden. Kommen wir zur Vergangenheit. Wenn ich erzählen will, was gestern war, was ich am Wochenende erlebt habe, welche Zeitform sollte ich da wählen, um möglichst natürlich zu klingen? Hier gibt es ja mit Perfekt und Präteritum 2 Kandidaten. Und da ist die Empfehlung im vorliegenden Material ganz eindeutig. Für das Erzählen im Gespräch, also für die gesprochene Vergangenheit, ist das Perfekt die erste Wahl. Ah, okay. Es wird als die Standardform für die mündliche Kommunikation über Vergangenes hervorgehoben. Fast jeder benutzt es intuitiv, wenn er erzählt. Das deckt sich mit meiner Hörerfahrung, stimmt. Wie wird das Perfekt nochmal gebildet? Das steht hier auch klar drin. Man braucht das Hilfsverb haben oder sein in der Präsensform Mhm. und dazu das Partizip 2 des Hauptverbs. Ah, das Partizip 2, diese Form, die oft mit G anfängt, ne? Genau, wie bei gelernt, gespielt, gemacht oder eben Formen wie gegangen, gefahren, gewesen. Okay. Und die Wahl zwischen haben und sein? Hängt vom Verb ab. Sein meist bei Bewegung oder Zustandsänderung, also ich bin gegangen, er ist aufgewacht. Und haben für die meisten anderen Verben. Ich habe gegessen, wir haben geredet. Ah ja, genau. Die Beispiele im Skript illustrieren das ja gut. Ich habe heute viel gearbeitet mit haben oder auch ich bin gestern spät ins Bett gegangen mit sein, weil Bewegung. Ja.
Oder auch, wir haben am Wochenende Freunde getroffen. Klingt vertraut. So spricht man einfach, oder? Absolut. Das hört man ständig. Exakt. Und jetzt kommt die wichtige Abgrenzung, die oft für Unsicherheit sorgt. Die zum Präteritum. Ja, Das Material positioniert das Perfekt klar als die Zeit für die mündliche Kommunikation. Das Präteritum hingegen wird als die Domäne der Schriftform beschrieben. Schriftform. Also Bücher, Zeitungsartikel. Genau. Formelle Berichte auch. Das ist eine hilfreiche Unterscheidung. Also grob gesagt. Sprechen perfekt, schreiben Präteritum. Das ist die Grundregel, die hier vermittelt wird, ja? Es gibt einen konkreten Tipp dazu. Konzentriere dich beim Sprechen lernen auf das Perfekt. Damit klingst du natürlicher. Okay. Das Präteritum triffst du dann verstärkt beim Lesen und kannst es beim Schreiben gezielter üben. Gut, dann lass uns direkt auf dieses Präteritum schauen, das ja manchmal auch imperfekt heißt. Wenn es die Zeit fürs Geschriebene ist, wo begegnet es uns da genau? Überall dort, wo erzählt oder berichtet wird, eben in geschriebener Form. Romane, Märchen, Es war einmal. genau das. Nachrichtenartikel, der Politiker sagte, historische Texte. Beim Lesen ist das Präteritum also allgegenwärtig und man muss es verstehen können. Okay. Aber, und das ist eine wichtige Einschränkung, es gibt da ein paar Ausnahmen für den mündlichen Gebrauch. Ausnahmen, welche sind das? Ich glaube, da gibt es so ein paar Verben, die man auch im Gespräch oft im Präteritum hört, oder? Genau, diese werden hier explizit genannt. Es sind vor allem die Hilfsverben sein und haben sowie die Modalverben. Ah, die Modalverben. Können, müssen, wollen. Dürfen, sollen, mögen. Genau. Diese sehr häufigen Verben benutzt man auch im Alltag oft im Präteritum, weil es kürzer und einfacher ist. Kannst du da Beispiele aus dem Skript nennen? Klar, man sagt zum Beispiel häufiger, ich war müde, statt ich bin müde gewesen. Stimmt. Oder ich hatte keine Zeit, statt ich habe keine Zeit gehabt. Ja, klingt viel direkter. Eben. Auch bei Modalverben. Als Kind konnte ich nicht schwimmen. Klingt oft natürlicher als Kind habe ich nicht schwimmen können. Ja, das zweite ist schon umständlicher. Oder ich wollte dich anrufen, statt ich habe dich anrufen wollen. Bei diesen speziellen hochfrequenten Verben ist das Präteritum also auch mündlich sehr gebräuchlich und klingt nicht steif. Das ist interessant. Also eine Art VIP-Liste von Verben, die sich im Präteritum auch ins gesprochene Deutsch eingeschlichen haben. Sozusagen ja. Aber für die meisten anderen Verben gilt weiterhin. Gesprochen eher perfekt. Genau das ist die Kernaussage hier. Abgesehen von dieser Handvoll Verben klingt das Präteritum bei den meisten Vollverben im Gespräch eher, gestelzt oder distanziert. Okay. Das Beispiel im Skript macht es deutlich. Niemand sagt im Alltag, ich ging nach Hause, Nee, klingt komisch. sondern eben, ich bin nach Hause gegangen. Die Empfehlung ist daher, lerne das Präteritum zu erkennen und zu verstehen, besonders beim Lesen. Mhm. Aktiv benutzen musst du es anfangs nur bei sein, haben und den Modalverben. Für alles andere nimm erstmal das Perfekt beim Sprechen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Man muss also nicht zwei komplette Vergangenheitsformen perfekt parallel beherrschen, um gut sprechen zu können. Genau. Das reduziert die Komplexität doch erheblich. Okay, Gegenwart und Vergangenheit haben wir damit abgedeckt. Wie sieht es mit der Zukunft aus? Dafür gibt es ja das Futur 1. Richtig, das Futur 1 ist die offizielle Zeitform für die Zukunft. Gebildet wird sie, wie im Material beschrieben, mit der Präsensform von werden plus dem Infinitiv des Verbs. Also werden plus Grundform. Genau. Beispiele hier sind, ich werde morgen meine Oma besuchen oder wir werden nächstes Jahr in den Urlaub fliegen. Das klingt nach einer klaren Regel. Aber Moment mal, da war doch was beim Präsens. Mhm. Du sagtest doch, das Präsens wird auch oft für die Zukunft verwendet. Wie passt das zusammen? Gibt es eine Regel, wann man Futur 1 nehmen muss und wann das Präsens reicht? Das ist genau der Punkt, der hier spannend wird. Die Regel ist, formal ist Futur 1 die Zukunftsform.
Aber die Realität im Sprachgebrauch, wie sie hier beschrieben wird, ist, das Präsens ist eine sehr häufige und oft natürliche Alternative, Ah, wenn der Zukunftsbezug durch den Kontext oder Zeitangaben klar ist. wie morgen oder nächste Woche? Genau. Das Beispiel „Morgen gehe ich einkaufen" ist genauso korrekt wie „Morgen werde ich einkaufen gehen". Okay. Aber wann klingt was besser? Gibt es da Nuancen? Wann nehme ich was? Gute Frage. Das Futur 1 kann manchmal etwas betonter klingen, vielleicht eine Absicht oder eine Prognose stärker hervorheben. So wie, ich werde das schaffen. Genau, das klingt vielleicht willensstärker als „ich schaffe das morgen". Das Präsens für die Zukunft wirkt oft beiläufiger, selbstverständlicher, mehr wie ein bereits feststehender Plan im Terminkalender. Ah, okay. Aber im Grunde, so die Aussage hier, sind beide Formen in den meisten Alltagssituationen austauschbar. Es ist gut, beide zu kennen und zu verstehen, aber man sollte sich nicht scheuen, das einfachere Präsens zu nutzen. Das ist ja fast eine Wahlfreiheit. Man kann also oft die Form nehmen, die einem leichter fällt oder natürlicher über die Lippen kommt. Ziemlich genau. Das ist gut zu wissen. Das macht die Zukunft ja fast einfacher als die Vergangenheit mit ihrer Sprechen-Schreiben-Trennung. So könnte man es sehen. Die Flexibilität ist hier größer. Wichtig ist halt, dass man versteht, dass „ich fahre morgen nach Berlin" Zukunft bedeutet, auch wenn es im Präsens steht. Alles klar. Jetzt gibt es ja noch eine weitere Zukunftsform, die im Skript erwähnt wird, das Futur 2. Oh ja, Das klingt schon vom Namen her kompliziert. Wofür braucht man das und wie oft kommt das wirklich vor? das Futur 2 drückt aus, dass eine Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein wird. Man schaut also von der Gegenwart in die Zukunft auf einen Punkt, an dem etwas bereits Vergangenheit sein wird. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen. Ja, finde ich auch. Wie bildet man das? Die Bildung ist werden plus Partizip 2 plus haben oder sein. Okay. Beispiele aus dem Material sind: Bis nächsten Montag werde ich die Präsentation fertiggestellt haben. Oder in einem Jahr wirst du dein Studium abgeschlossen haben. Puh, das klingt wirklich etwas verschachtelt. Und die Einschätzung zur Häufigkeit? Wie oft braucht man das wirklich? Eindeutig. Sehr selten im normalen Sprachgebrauch. Ah, gut. Man findet es vielleicht mal in sehr formellen Texten oder wenn man eine feste Vermutung über etwas zukünftig Abgeschlossenes äußern will. Aber im Alltag praktisch nie. Okay. Der Ratschlag hier ist klar. Man sollte es erkennen können, wenn man mal darüber stolpert, aber aktiv verwenden muss man es normalerweise nicht. Konzentrier dich lieber auf die anderen 4 Zeiten. Das ist beruhigend. Man kann also eine Zeitform getrost erstmal auf die lange Bank schieben. Genau. Gut, dann lass uns die Erkenntnisse aus dem Skript nochmal bündeln. Was sind die Kernbotschaften zu den 5 Zeiten für dich? Fassen wir zusammen, was wir rausgefiltert haben. Präsens. Dein Allrounder. Für die Gegenwart und sehr oft für die Zukunft, wenn der Kontext stimmt. Also, ich lerne Deutsch und morgen lerne ich Deutsch. Genau. Zweitens. Perfekt. Deine Standardzeit für die gesprochene Vergangenheit. Erzähl davon, was war, ich habe Deutsch gelernt. Okay. Drittens, Präteritum. Die Zeit für die geschriebene Vergangenheit. Bücher, Nachrichten. Mündlich nur wichtig bei sein, haben und den Modalverben. Also, ich lernte Deutsch eher im Buch, aber ich war müde im Gespräch. Exakt. Viertens, Futur 1. Die offizielle Zukunft, aber oft durch das Präsens ersetzbar im Alltag. Ich werde Deutsch lernen oder eben alternativ, ich lerne morgen Deutsch. Die Wahlfreiheit. Richtig. Und fünftens, Futur 2. Die abgeschlossene Zukunft. Selten gebraucht, verstehen reicht meist. Bis dahin werde ich Deutsch gelernt haben. Das ist doch mal eine klare Roadmap. Im Grunde braucht man also für den Alltag hauptsächlich Präsens und Perfekt plus die Präteritumformen von ein paar wichtigen Verben. Ja, Und für die Zukunft
hat man oft die Wahl zwischen Präsens und Futur 1. Genau das ist die Essenz. Der Schlüssel zu einem natürlichen Sprachgefühl liegt laut diesem Material vor allem in zwei Dingen. Erstens die konsequente Nutzung des Perfekts für die gesprochene Vergangenheit, außer bei den bekannten Ausnahmen. Mhm. Zweitens die flexible Nutzung des Präsens, auch für zukünftige Ereignisse. Wenn du das verinnerlichst, machst du einen großen Schritt. Was bedeutet das also für dich, der du gerade zuhörst? Die zentrale Botschaft des Skripts scheint zu sein: Hab keine Angst vor der Komplexität. Richtig. Konzentriere dich auf die Muster, die im Alltag wirklich zählen. Es geht nicht darum, jede einzelne Regel perfekt zu beherrschen, sondern darum, effektiv zu kommunizieren. Genau. Der Fokus sollte auf dem Verstehen und Anwenden liegen. Viel Hören und Lesen hilft dabei ungemein, ein Gefühl für die richtige Zeitform zu entwickeln. Und dann einfach sprechen und schreiben, auch wenn es am Anfang nicht perfekt ist. Die Praxis bringt die Sicherheit. Definitiv. Das Skript schließt mit einem schönen Bild, das ich dir nicht vorenthalten will. Sprachenlernen wird hier mit Zeitreisen verglichen. Ah, das gefällt mir. Man springt ständig zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft hin und her. Am Anfang ist das vielleicht verwirrend, aber je öfter man diese Reisen unternimmt, desto intuitiver wird die Navigation. Ein treffendes Bild, ja. Es geht darum, diese Zeitmaschine Sprache bedienen zu lernen. Nicht durch das Auswendiglernen des Handbuchs, sondern durch das Fliegen selbst sozusagen. Mhm. Das Material betont immer wieder, Input und Praxis sind der Schlüssel. Mit der Zeit fühlst du einfach, welche Zeitform passt. Es wird automatisch. Und zum Schluss noch ein Gedanke, der sich aus diesem Material ergibt und den du für dich mitnehmen kannst. Das Skript endet zwar mit dem Satz: Die beste Zeit, Deutsch zu lernen, ist jetzt, also im Präsens. Klassisch. Aber wenn wir bei diesem Bild der Zeitreise bleiben, welche der deutschen Zeitformen findest du persönlich auf deiner Lernreise am faszinierendsten oder vielleicht am herausforderndsten? Gibt es eine Zeit, die dir besonders Kopfzerbrechen bereitet oder die du besonders elegant findest? Interessante Frage. Denk mal darüber nach. Das sagt vielleicht mehr über deine Beziehung zur Sprache aus als nur Grammatikregeln.